Hallo liebe unsterbliche Weltraumelite, in diesem Video möchte ich euch eine ganz besondere Lösung zum Self-Hosting vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um Casa OS. Casa OS wird von einem Hardwarehersteller entwickelt, der sich CIMASpace nennt. CIMASpace entwickelt so kleine Singleboard-Computer und Cloud-Lösungen, die du käuflich erwerben kannst. Kannst du auf cimaspace.com einfach mal anschauen. Sie entwickeln aber auch eine eigene Self-Hosting-Lösung, die sehr einfach zu installieren und zu benutzen ist. Und wie das genau geht, zeige ich dir heute. Als Basis habe ich wie üblich hier meine Linux-Distribution TUXSWIS in der Mini-Variante gewählt, denn die eignet sich sehr gut für die Installation eines Servers und sie bietet trotzdem noch eine minimalistische grafische Oberfläche. Einmal installiert kannst du auch gleich schon loslegen und hier steht dieser eine Befehl, der zur Installation von Casa OS genutzt werden kann. Und wie du siehst, steht hier ganz am Anfang curl. Wir müssen also erstmal schauen, ob wir curl überhaupt verfügbar haben. Curl ist hier jetzt bisher nicht installiert. Ich müsste es also nachinstallieren. Es kann aber sein, dass es auf deiner Linux-Distribution, falls du etwas anderes nutzen solltest, bereits installiert ist. Ich installiere das Ganze mal wie üblich mit sudo apt install curl, muss dann einmal mein Passwort eingeben und im Hintergrund wird jetzt auch schon curl installiert. Wenn das erfolgt ist, dann kann ich mir hier diesen Befehl kopieren. Ich kann hier entweder auf dieses Symbol klicken oder das Ganze mit der Maus markieren und dann im Terminal einfügen. Im Terminal gilt allerdings die Regel, dass das Einfügen nicht mit Ctrl+V funktioniert, sondern mit Ctrl+Shift+V. Genauso wie das Kopieren mit Ctrl+Shift+C, das Einfügen mit Ctrl+Shift+V. Ich kann hier diesen Befehl also ganz einfach mal ausführen und im Hintergrund lädt er mir jetzt bereits diese Software herunter. Er hat einige Abhängigkeiten, die er natürlich zunächst prüft und dann installiert er seine eigene Applikation. Das Ganze dauert natürlich etwas, das ist relativ aufwendig, wie das so bei so Self-Hosting-Lösungen der Fall ist. Ich habe euch ja schon verschiedene Lösungen vorgestellt, unter anderem die FreedomBox, UnoHost. Ich habe euch auch gezeigt, wie ihr Nextcloud mit Snap installieren könnt. Das ist auch eine meiner bevorzugten Lösungen und vieles, vieles mehr. Bei dieser Lösung ist es natürlich auch ähnlich wie bei allen Self-Hosting-Lösungen. Wenn du das Ganze aus dem Internet erreichbar machen möchtest, dann musst du die entsprechenden Ports auf deinem Router forwarden. Dazu kannst du erstmal prüfen, welche IP-Adresse dein Computer hat. Das kannst du zum Beispiel mit dem Befehl hostname -i. Dann zeigt er hier dir die IP-Adresse an, die du hier in deinem Netzwerk hast. Das ist bei mir diese. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal auf meinem Router, von dem kenne ich die IP, das ist die 192.168.1.1. Falls du die nicht kennst, kannst du den Befehl iprs nutzen, IP root show heißt das. Und damit kannst du ganz genau sehen, welcher hier als Default Gateway hinterlegt wurde. Und das ist hier in meinem Fall die 192.168.1.1. Und dann bin ich auch schon auf dem Webinterface von meinem Router und kann jetzt mal versuchen, mich daran anzumelden. Also ich bin jetzt hier in dem Interface von meinem Router drin und kann dann hier bei mir unter dem Bereich Netzwerkeinstellungen hier unter NAT das Port Forwarding konfigurieren. Wenn du bei dir jetzt allerdings so etwas wie DS Lite hast, also eine abgespeckte Version, bei der du gar keine echte externe IPv4-Adresse mehr bekommst, dann kannst du das zum Beispiel auch mit einem Cloudflare-Tunnel lösen und das Ganze habe ich in einem anderen Video auch schon einmal erklärt. Also hier kann ich bei mir, ich habe also immer noch eine richtige IP-Adresse, das Port Forwarding einstellen. Das habe ich hier schon mal gemacht für die Protokolle HTTP und HTTPS. Und zwar möchte ich alle Anfragen hier auf meine IP-Adresse, die ich eben mit Hostname -i ausgelesen habe, auf Port 80 und auf 443 weiterleiten. Das habe ich schon mal vorbereitet und zusätzlich habe ich auch bei mir noch eine dünn DNS
Adresse konfiguriert. Das kann man bei mir hier direkt auf dem Router machen, hier im Bereich DNS, DynDNS, und da habe ich tuxwiz.mu.com registriert. Das Ganze habe ich wie üblich schon vorbereitet und kann sozusagen gleich loslegen. Hier im Hintergrund hat er jetzt auch schon CasaOS einmal installiert und er zeigt mir hier am Ende noch ein paar wichtige Informationen. Und zwar einmal hier, wie ich es wieder deinstallieren kann zur Not, und aber auch die IP-Adresse, über die ich auf das System zugreifen kann. Und zwar wäre das hier mal diese IP-Adresse. Und ich sage jetzt hier erstmal Go, okay, kann einen Benutzernamen hinterlegen. Astronaut sage ich dann mal, dann gebe ich hier ein Passwort ein, muss das Passwort einmal wiederholen und bin eigentlich schon startklar. Er legt mir jetzt hier im Hintergrund alles an und hier könnte ich jetzt noch sagen, ob mir die News angezeigt werden sollen. Ich sage jetzt hier mal Cancel und bin dann hier schon im Dashboard drin. Ich empfehle euch, dieses Dashboard zum Beispiel auf einen anderen Port zu legen, denn nachher wollen wir ja einen Proxy-Server nutzen und dafür brauchen wir dann den Port 80 und 443. Dazu gibt es hier oben einen Punkt Settings und da kann man so ein paar Einstellungen vornehmen, zum Beispiel die Lieblingssuchmaschine oder aber auch die Sprache, die sich hier auf Deutsch einstellen lässt. Ich würde jetzt mal den Port zum Beispiel mal auf Port 82 ändern. Port 81 brauchen wir nachher für den Nginx Proxy Manager. Port 82 sollte aber frei sein. Jetzt speichert er das Ganze ab im Hintergrund. Natürlich müsste ich mich jetzt wieder neu anmelden, denn der Zugriff ist ja neu dann über den Port 82 geregelt. Ich kann hier hinten also einfach 57 Doppelpunkt, das gibt immer den Port an, Doppelpunkt 82 angeben und sollte dann auch schon wieder auf dem Webinterface landen. Natürlich, da muss ich mich jetzt natürlich einmal neu anmelden. Astronaut und wieder das vergebene Passwort. Das merkt ihr bitte sehr gut. Hier ist jetzt erstmal noch nichts installiert. Du hast hier einfach ein Dashboard, da siehst du, wie die Festplattenauslastung ist, die CPU und dein RAM und die Uhrzeit und kannst hier noch ein paar Einstellungen an den Widgets vornehmen. Hier oben kannst du dein Benutzerkonto verwalten, das Passwort ändern oder dich abmelden. Und hier waren wir vorhin schon mal drin. Hier kannst du auch diesen Newsfeed nochmal einstellen. Du könntest hier auch ein Hintergrundbild einstellen und noch ein paar Einstellungen hier bezüglich des Mountens von USB-Laufwerken machen. Hier ist auch die Möglichkeit, das System vollständig zu aktualisieren und da solltest du regelmäßig mal drauf schauen. Das Ganze kommt mit so etwas wie einem App Store und den können wir uns jetzt mal anschauen. Das Tolle hier ist, dass die Lösung CasaOS wirklich fast alles mit Docker realisiert und das finde ich eine sehr gute Wahl, eben wenn es um das Self-Hosting geht. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel so etwas wie Nextcloud einfach mal anschauen. Hier unten werden diese Apps auch im Detail nochmal aufgeführt. Ich kann hier auch suchen Nextcloud und finde dann schon die Nextcloud-App und kann sie dann hier direkt installieren. Im Hintergrund wird jetzt Nextcloud für mich bereits installiert. Ich könnte das jetzt hier im Hintergrund festlegen, also dass er jetzt das im Hintergrund weiter für mich macht, das sage ich jetzt sogar mal. Und dann sehe ich das hier auch auf dem Dashboard. Zusätzlich zu Nextcloud brauchen wir natürlich dann nachher noch ein Proxy, denn wir möchten ja auch das SSL-Zertifikat lösen für Let's Encrypt, weil hier seht ihr, das Ganze ist hier im LAN nur über HTTP und nicht über HTTPS. Das seht ihr hier an diesem durchgestrichenen Schlosssymbol. Ich gehe jetzt hier auch nochmal auf den App Store und suche mir jetzt da einen schönen Proxy. Und ich habe euch schon mal den Nginx Proxy Manager in einem anderen Video vorgestellt. Da ging es um OwnCloud und den möchte ich jetzt hier auch gerne nochmal verwenden, denn der eignet sich wirklich sehr, sehr gut und ich habe den sehr gerne. Nginx Proxy Manager, den finde ich hier in der Suche und da ist er schon. Da muss ich ein bisschen mehr konfigurieren bei der Installation. Ich sage jetzt mal installieren. Warning, da sagt er mir hier auch, ja, er würde 80, 81 und 443 belegen, diese Ports und das möchte ich natürlich auch und ich sage jetzt hier also Next. Er startet jetzt hier im Hintergrund auch mit der Installation vom Nginx Proxy Manager, also da laufen die Installationen jetzt parallel. Du kannst jetzt hier schon mal schauen, wie weit der hier ist mit der Installation von den anderen Apps. Wir haben ja vorhin Nextcloud schon mal angestartet, da sollte er also auch gleich durch sein. Da schauen wir gleich mal, ob wir denn da schon irgendwas am Laufen haben. Hier habe ich im App Store natürlich auch noch andere Applikationen zur Auswahl. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch AdGuard, hier läuft so ein
Slider durch, der so ein paar wichtige Applikationen zeigt, wie zum Beispiel AdGuard, das ist auch so ein Adblocker, so ähnlich wie P-Hole oder eBlocker, den ich schon mal vorgestellt habe. Hier gibt es aber auch noch viele andere Applikationen zur Auswahl und da findest du bestimmt das Richtige für dich dabei. Da gibt es sogar ChatGPT für AI-Dialoge und vieles, vieles mehr. Hier gäbe es zum Beispiel auch noch einen dynn-DNS-Updater. Ich habe das bei mir im Router konfiguriert und finde das da auch ganz gut gelöst. Du kannst das für dich hier aussuchen, was dir gefällt. Wähle also diese Apps, die dir wirklich passen. Da ist sehr, sehr viel dabei und schau mal, was hier im App Store alles verfügbar ist. Im Hintergrund schauen wir jetzt mal, ob er denn hier schon irgendwas gemacht hat. Er ist immer noch in der Installation vom npm Nginx Proxy Manager. Hier hat er aber die Nextcloud schon mal installiert gehabt. Ich öffne die auch schon mal, die Nextcloud. Also alle Apps, die reihen sich dann hier ein, die du installiert hast und dann kannst du ganz einfach darauf zugreifen. Da schaue ich jetzt auch noch mal rein. Da muss ich jetzt natürlich einen neuen Benutzernamen und ein neues Admin-Konto anlegen. Hier sagt der Administrator Konto anlegen. Also nicht anmelden, sondern anlegen. Ich sage jetzt hier wieder Astronaut und gebe mein Passwort ein. Das ist app-spezifisch. Und sage dann installieren. Und das verwendet jetzt hier die SQLite-Datenbank. Da gibt es auch bessere Lösungen, wie zum Beispiel MySQL. Das habe ich auch entsprechend schon verwendet und das ist für größere Installationen unbedingt zu empfehlen. Bei so einer kleinen Installation reicht aber SQLite durchaus aus. Also wenn es dann nur um einen Server für dich und deine Familie oder Freunde geht, dann kannst du das durchaus damit auch betreiben. Hier installiert ihr jetzt die Anwendung, also die Nextcloud, im Hintergrund schon mal durch und er empfiehlt mir jetzt hier noch ein paar Standard-Apps mit zu installieren. Ich überspringe das jetzt, das kannst du für dich entscheiden, da gibt es halt so ganz viele tolle Features dabei, Kalender, Kontakte, Mail, Nextcloud, Office, Notes und Talk. Ich brauche das alles nicht, ich möchte jetzt die Standard-Dateisynchronisation. Und dann habe ich hier eigentlich schon meine Nextcloud komplett durchinstalliert, kann hier diese Hinweise noch schließen und bin eigentlich mit der Nextcloud schon startklar. Aber du siehst hier auch, er verwendet hier einen Port, nämlich 10081 und ist auch nur hier über meine lokale IP-Adresse erreichbar. Das möchten wir natürlich entsprechend ändern, denn wir möchten ja, dass deine Nextcloud auch aus dem Internet erreichbar ist, denn sonst bringt sie natürlich nicht viel. Das Ganze lösen wir jetzt hier über den Nginx Proxy Manager, der jetzt hier im Hintergrund auch schon installiert worden ist. Den öffne ich jetzt mal hier zur Konfiguration und da muss ich jetzt mal schauen, welches Passwort er denn da vergeben hat, weil ich gehe nicht davon aus, dass er hier mein Astronaut-Konto hinterlegt hat. Ich kann mal hier schauen, hier gibt es nämlich noch die Konfigurationseinstellung und Tipps und da können wir mal schauen, ob da irgendwas hinterlegt ist. Also hier werden schon mal die Ports verwendet, 80, 443 und 81, das ist sehr, sehr gut und eigentlich ist es alles hier schon sauber durchkonfiguriert. Ich schaue mir jetzt nochmal die Tipps an, vielleicht sehe ich da, ich vermute, er verwendet das Standard da, Default Admin User, da steht schon admin@example.com und change me. Das müssen wir natürlich ändern. admin@example.com und change me. So, das ist jetzt hier automatisch gestartet worden und hier sehe ich auch schon die Abfrage nach dem Account und den kann ich hier entsprechend ändern. Also zum Beispiel astronaut@spacefun.ch. Benutzername sage ich jetzt Astronaut und auch Nickname Astronaut. Sage Save. Kann jetzt hier das Passwort Change Me nochmal eingeben und gebe hier auch sicherheitshalber ein neues Passwort ein. Das würde ich dir unbedingt auch empfehlen. Das habe ich jetzt gemacht. Der User ist startklar und ich kann hier eigentlich auch schon direkt loslegen. Und ich könnte jetzt hier einen neuen Proxy-Host anlegen und wir haben jetzt das schon mal gelernt. Falls du meine anderen Videos schon mal geschaut hast, dann weißt du schon, wie das funktioniert. Ich erkläre es dir gerne aber nochmal. Wir sagen jetzt als Domain die dynn-DNS-Domain, die ich vorher registriert habe, die bei mir am Router eingerichtet ist. Das wäre tuxwiz.mu.com. Sage hier unten Add. Scheme sage ich jetzt HTTP, denn mein lokaler Dienst läuft ja auf HTTP, also die Nextcloud läuft jetzt hier auf HTTP, nämlich eben auf diesem Port hier 10081. Also ich sage jetzt Forwarding
Forward Hostname oder IP. Das wäre jetzt meine IP-Adresse. Das ist die hier. Die kopiere ich mir jetzt mal. Da möchte ich die Anfragen hinleiten und das Ganze dann eben auf diesen 10081 Port. Das save ich jetzt im Augenblick erstmal. Sage jetzt mal OK und dann kann ich hier nochmal auf Edit gehen und sage dann hier bei SSL Request a New SSL Certificate. Sage Save, also hier unten muss ich noch Agree machen, sage Save und dann sollte er im Hintergrund jetzt auch schon ein SSL-Zertifikat mit Let's Encrypt beziehen und das automatisch auf dieser Domain tuxswiss.mu.com aktivieren. Und so könnte ich einfach Dienste für mich im Self-Hosting hier konfigurieren und jetzt sollte im besten Fall auch das Ganze schon über tuxswiss.mu.com erreichbar sein. Ich schaue mir das Ganze mal an und du siehst, das ist tatsächlich schon erreichbar. Bei Nextcloud muss man natürlich noch eine vertrauenswürdige Domain angeben. Das ist typisch für Nextcloud. Das muss man in den Einstellungen hinterlegen. Da kann man dann wirklich die Domain auch hinterlegen, auf der er lauschen soll. Das ist noch sehr wichtig, denn sonst würde er gar nicht darauf hören. Also da kann man dann hier noch entsprechend diese vertrauenswürdige Domain hinterlegen. Und wie das Ganze geht, das zeige ich dir jetzt auch gerade noch. Und zwar siehst du hier einmal den Speicherpfad dieser App. Der ist wichtig, den brauchen wir dazu, nämlich bis hierhin. Den kopieren wir uns jetzt mal und dann gehe ich im Terminal einfach mal da rein. Das füge ich jetzt hier im Terminal ein und kann jetzt hier mal schauen, was denn da so drin ist. Und unter Nextcloud findet man die Konfiguration üblicherweise im Ordner Config und die heißt dann in der Regel config.php. Die muss ich natürlich jetzt mit Root-Rechten bearbeiten, denn mein User ist nicht Mitglied der Gruppe www-data, also müsste ich hier sudo, ich öffne es jetzt mal mit vi, du kannst es aber auch mit nano öffnen, vi und dann zum Beispiel config.php. Und hier suche ich jetzt mal nach Trusted Domains, Trusted Underline Domains. Und da gibt es dann so ein Array. Das ist aufgebaut 0 gleich größer Zeichen, dann der Single-Tick, dann die Domain, eventuell noch der Port, dann der Single-Tick und ein Komma. Und ich habe jetzt hier im Hintergrund schon mal für euch einen neuen Eintrag gemacht, nämlich 1, das ist fortlaufend, gleich größer als, dann der Single-Tick, dann meine Domain tuxswiss.mu.com und dann wieder das Komma zum Abschluss. Das Ganze kannst du dann einfach abspeichern und dann kannst du in der App, also in der Web-GUI, den Dienst ganz einfach neu starten. Und dazu gehe ich jetzt mal hier rauf und kann jetzt hier einfach sagen Reload, da seht ihr hier unten diesen Reload-Button. Und im Nu hat er jetzt hier im Hintergrund auch schon die Konfiguration entsprechend für dich angepasst, die Trusted Domain hinzugefügt. Und wenn ich jetzt nochmal auf tuxswiss.mu hinzugreife, dann sehe ich hier auch entsprechend dann diesen entsprechenden Eintrag. Das geht jetzt hier immer noch über HTTP. Das könnte ich jetzt angeben, hier vorne HTTPS. Doppelpunkt, Doppelslash, dann würde es automatisch über HTTPS laufen. Ich kann aber auch im Trick über Nginx Proxy Manager hier ganz einfach den Forward aktivieren. Hier unter SSL, Force SSL setzen und dann werden alle Anfragen direkt auf HTTPS weitergeleitet. Du hast also hier mit CasaOS eine super Möglichkeit, ganz einfach eine Nextcloud und viele andere Applikationen aufzubauen. Das musst du dann natürlich entsprechend über deinen Proxy oder sonst irgendwas zugänglich machen oder halt nur im LAN benutzen, wie du möchtest. Dann brauchst du den Proxy-Server nicht. Hier ist natürlich der NPM, der Nginx Proxy Manager, schon mit dabei und du hast alles unter einem Dach. Deswegen heißt das Ganze auch CasaOS. Und hier hättest du zum Beispiel dann auch die Möglichkeit, die einzelnen Apps zu updaten. Also du kannst hier sagen, auf Aktualisieren prüfen. Du kannst in den Einstellungen sagen, sogar welchen Tag du hier wählen möchtest von der Nextcloud. Also das sind so Release-Tags, die kannst du hier tatsächlich auch angeben. Latest könntest du angeben oder Stable. Stable ist jetzt hier vorausgewählt. Und dann hast du immer die aktuellste Version. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen dieser interessanten Lösung, etwas besonderen Lösung, die ist nicht wie die vielen anderen Self-Hosting-Lösungen, sie verhält sich etwas anders. Ich finde es sehr schön gemacht, sie hat ein schönes Dashboard, sie nutzt moderne Software wie Docker im Hintergrund, du hast also wirklich alles sehr sauber gelöst
und ich finde das eine ganz feine Sache. Probier es mal aus, berichte mir auch in den Kommentaren oder bei uns in der Community, wie du die findest. Dazu gehst du einfach auf SpaceFun, meine Webseite von meiner Linux-Distribution, und wählst hier hinten den Punkt Telegram und schon bist du bei uns dabei. Viel Spaß beim Nachbauen. Wenn du Fragen hast, melde dich und ich freue mich auf deinen Besuch. Tschüss und bis bald.